Die Mitte Europas im 2. Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Viele Regenten herrschten im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Doch zwei Monarchen ragen heraus: Preußens Friedrich und Österreichs Maria Theresia. Sie sind Rivalen. Ihr Krieg spaltet nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Gibt es einen Sieger? An der Grenze zwischen Brandenburg und Schlesien Still, da kommt doch was. ahnt im Winter 1740 niemand, was bevorsteht. Der preußische König. Ein Überfall, der die Welt verändern wird. In einer Jahreszeit, in der sonst niemand Krieg führt, marschiert der preußische König Friedrich II. Ohne Vorwarnung in Schlesien ein, das zu Österreich gehört. Meine Jugend hat mich dazu verführt, rechtfertigt sich der Preuße später. Und auch die Gier nach Ruhm. Auf geht's. In Wien hat seit kurzem die Habsburgerin Maria Theresia das Sagen, Herrscherin über Österreich. Die junge Mutter ist im Regieren gänzlich unerfahren, ebenso wie Franz Stephan, der Mann an ihrer Seite. Der preußische König ist in Schlesien einmarschiert. Wie kann er es wagen? Schlesien gehört uns. Niemals werde ich diesen dreisten Raub hinnehmen. Es geht um weit mehr als nur um Schlesien. Es geht um die Vorherrschaft auf deutschem Boden. Er will uns zur Aufgabe zwingen. Brandenburg-Preußen soll Großmacht werden, auf Kosten Österreichs. So will es der König. Und trifft auf eine Gegnerin, die er maßlos unterschätzt. Und die sich wehren will, um jeden Preis. Das bedeutet neuen Krieg. Ein europäischer Krieg, den Friedrich nicht mehr unter Kontrolle hat. Morgen um diese Zeit haben wir den Feind geschlagen oder wir sehen uns nie wieder. Ein Krieg, der die Rivalen an den Abgrund führt und nicht nur Deutschland verändern wird. Seit 300 Jahren sind die Habsburger stärkste Macht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ganz anders als die Hohenzollernkönige mit ihrem Königreich der Flicken und Fetzen, wie es damals heißt. Beide Mächte haben Territorien innerhalb und außerhalb des Reichs. Brandenburg-Preußen ist ein eher karges Land. Tiefe Wälder, endlose Sümpfe und sandige Böden. Knapp 2 Millionen Menschen leben hier, als Friedrich im Jahre 1712 geboren wird. Die Kindheit des kleinen Prinzen ist alles andere als märchenhaft. Das Leben am preußischen Hofe spartanisch. Schon als Dreijähriger muss sich Friedrich einem strengen Regiment unterwerfen, dem des Vaters, der seinem Ruf als Soldatenkönig auch in der Familie gerecht wird und keinen Widerspruch duldet. Gottloser Kerl! Du wagst es nicht, das der Bibel zu belehren!
Also er war undiszipliniert, aufbrausend und einfach von schlechtem Betragen und hat sich in vielem gehen lassen, gerade auch dem Sohn gegenüber. Der Sohn ist ein Schöngeist mit der Vorliebe für antike Formen und französische Literatur. Doch damit sei kein Staat zu machen, meint sein herrischer Vater. Der will Brandenburg-Preußen stärken, mit einer schlagkräftigen Armee und einer vollen Staatskasse. Friedrichs Welt ist das nicht. Noch nicht. Mit 18 will der Kronprinz fliehen. Vergeblich. Sein Vater lässt ihn verhaften und in die Festung Küstrin bringen. Für den Soldatenkönig ist der Fluchtversuch des Sohnes Fahnenflucht. Darauf steht die Todesstrafe. Wird ihn der eigene Vater hinrichten lassen? An seiner Stadt muss ein anderer sterben. Hans Hermann Katte, Friedrichs Jugendfreund. Weil er von den Fluchtplänen des Kronprinzen wusste, wird er zum Tode verurteilt. Der Schmerz, den ihm sein Vater zufügt, wird ihn lebenslang verfolgen. Evident ist, dass er ihn an den Rand einer persönlichen Katastrophe führen wollte. Auch mit der Hinrichtung Kattes, die ja der Thronfolger mit ansehen musste, das hat ihn ja beinahe umgebracht. Die Kunde vom Strafgericht dringt bis an den Hof in Wien. Der Habsburger Kaiser ist Friedrichs Patenonkel. Er will vermitteln und schickt einen Bittbrief an den preußischen König. Er möge den Sohn begnadigen, was später auch geschieht. Anders als der Soldatenkönig ist Karl VI. Ein liebevoller Vater. Seine Tochter Maria Theresia steht ihm besonders nah, auch wenn sie nur ein Mädchen ist. Maria Theresia war sehr intelligent, hat sehr viele Sprachen schon in ihrer Jugend gelernt und war ein sehr fröhliches Kind, ganz im Gegensatz zu Friedrich. In der Kaiserfamilie geht es fast bürgerlich zu, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine unbeschwerte Kindheit. Doch es gibt ein Problem. Maria Theresia hat keinen Bruder. Wer soll Kaiser Karl VI. Einmal nachfolgen? Maria Theresia ist frei aufgewachsen. Sie hat immer gedacht, na gut, also ich bin eher ein Mädchen, ich komme eh nicht auf den Thron, also was soll's? Es kommt anders als erwartet. Ein Gesetz soll die Erbfolge der Kaisertochter in Österreich und Böhmen sichern. Sie nennen es pragmatische Sanktion. Da stirbt der Kaiser unerwartet, ohne männlichen Thronfolger. Nun soll Maria Theresia regieren, mit gerade 23 Jahren. Eine junge Frau unter den Mächtigen Europas. Aber was taten Sie? Sie sahen da eine Frau, schwanger mit 3 Kindern, und haben gesagt, na ja, also die kann das sowieso nicht. Wir nehmen uns jetzt alle die Beute weg. Auch er. Seit 1740 König, will Friedrich II. Wie sein Vater Preußens Macht mehren. Der Schöngeist wird Eroberer. Die Habsburger verfügen über viele Territorien in Mitteleuropa, von den südlichen Niederlanden bis zum Balkan. Nachbarfürsten an Ansprüche geltend. Der Preußenkönig fordert Schlesien, südlich seines eigenen Landes.